Was geschieht eigentlich nach dem Tod? Erreichen wir die vollkommene Glückseligkeit, ewiges Leben oder etwas Ungewisses, nichts Körperliches? Materialisten und Atheisten sagen, es geschehe gar nichts, denn sie verstehen das Leben als einen rein biologischen Vorgang. Stirbt der Körper, stirbt auch das Individuum mit ihm, so wie der elektrische Strom ausgeht, wenn die Batterie leer ist. Sie glauben nicht, dass das Leben irgendwo anders weitergeht. Die Rationalisten heben immer wieder hervor, dass der uralte Glaube der Menschen an ein Leben nach dem Tode nur seine Furcht vor dem Tod und der Vergänglichkeit widerspiegelt. Die Menschen sind gleichsam gefesselt und fasziniert von dem, was nach dem Tod mit ihm geschieht bzw. geschehen könnte. Von einschneidender Bedeutung für das, was dem Menschen in seinem jenseitigen Leben widerfahren soll, ist angeblich das Karma. Dr. Raymond A. Moody gilt weltweit als der bekannteste und erfolgreichste Nahtoderlebnisforscher. Er hat zahllose Fälle untersucht und mit Hunderten von Menschen über ihre Erfahrungen im Nahtodbereich, darunter versteht man so viel wie klinisch tot, gesprochen und in jahrzehntelanger Arbeit dokumentiert. Ich bin sicherlich kein Experte für östliche Religionen, aber den Begriff Karma würde ich ungefähr so definieren. Was du sähst, das wirst du auch ernten. Durch meine umfangreichen Forschungsarbeiten zum Thema Nahtoderfahrungen bin ich zu folgenden Erkenntnissen gekommen. In den abschließenden Momenten unseres Lebens scheint es so zu sein, als wenn bestimmte Verhaltensweisen aus unseren Lebzeiten reflektieren würden. Das heißt zum Beispiel, wenn wir anderen gegenüber herzlos waren, dann werden wir selbst auch die traurigen Gefühle empfinden, die wir durch diese Tat in einem anderen Menschen ausgelöst haben. Ich weiß nicht, ob es Reinkarnation gibt oder nicht. Während der vergangenen Jahre habe ich vielen sogenannten Rückführungen in frühere Leben beigewohnt. Es ist in der Tat sehr interessant, was im menschlichen Bewusstsein alles möglich zu sein scheint. Die Reinkarnation ist meiner Meinung nach nicht mit wissenschaftlichen Methoden nachzuweisen. Durch die Rückführungen in frühere Leben treten allerdings immer wieder interessante Phänomene auf. Eine beträchtliche Anzahl von Personen wurden während der Sitzungen in der Zeit zurücktransportiert. Da sie sich in einem außergewöhnlichen Bewusstseinszustand befanden, konnten sie sich entweder an Ereignisse erinnern, die vor ihrer Geburt geschahen, oder sie sahen sich selbst als Zeitzeugen. Durch diese Erlebnisse erfuhren sie ihre Berufung zur Geschichte und begannen ein Studium als Historiker. Wie alle Menschen wünsche auch ich mir eine Antwort auf die Frage, was geschieht mit uns nach dem Tod? Auch die Wissenschaft kann uns bis heute keine Antwort auf diese Frage geben. Ich habe, bedingt durch meine Forschungsarbeiten, mit Tausenden von Menschen gesprochen, die Nahtoderfahrungen hatten. Viele befanden sich an der Grenze zwischen Leben und Tod. Die meisten von ihnen schienen durch ihre Erlebnisse davon überzeugt worden zu sein, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich habe aus all diesen Dingen eines gelernt. Meiner Meinung nach ist es wichtig, zu Lebzeiten so gut zu leben, wie es eben geht. Damit meine ich, wir sollten so viel Gutes und Liebevolles tun wie möglich. Obwohl die Nahtoderfahrungen nicht als wissenschaftlicher Beweis für ein Leben nach dem Tod gewertet werden können, sind sie trotzdem sehr wichtig.
Wenn wir den Menschen, die vom Rande des Todes noch einmal zurückkehren konnten, zuhören, fällt auf, dass es da offensichtlich nichts zu fürchten gibt. Man muss vor dem Tod anscheinend keine Angst haben. Vielleicht hilft uns dieses Wissen, in der Zukunft ein bisschen leichter mit diesem Thema umzugehen. They don't do that, but near-death experiences are very important. And I think by listening to the people who've returned from the verge of death and to understand as they do that there's nothing to fear, then we'll all be a lot better for it. Einer Sache kann sich der Mensch sicher sein: des Todes. Aber wer von uns zieht daraus schon die Konsequenz, sich mit dieser stärksten aller Wahrheiten auseinanderzusetzen, geschweige denn sich darauf vorzubereiten? Fast alle Religionen predigen, dass wir den Tod unseres Körpers auf die ein oder andere Weise überleben. Man kann wohl sagen, je höher eine Religion entwickelt ist, desto sicherer geht sie von irgendeiner Form ewigen Lebens als unsterblichen Teil des Menschen aus. Allerlei Humbug macht hier die Runde: Himmel, Hölle oder Fegefeuer. Die Kirchenfürsten schrecken vor nichts zurück, wenn es darum geht, die Leichtgläubigen bei der religiösen Stange zu halten. Was aber ist, wenn keine dieser extremen Ansichten stimmt? Wenn zum Beispiel nur etwas wie ein Lebensfunke oder irgendeine geistige Seinsform überlebt und in ein anderes Dasein eingeht? Nicht als Belohnung oder Strafe für das gelebte Leben, sondern lediglich einem Naturgesetz folgend. Again, I simply have no idea as to the possibility or impossibility of reincarnation. I think that those Ich habe einfach keine Vorstellung von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Reinkarnation. Dies zu klären liegt außerhalb der Möglichkeiten der rationalen Forschung. Wir können nur versuchen, aus den Nahtoderlebnissen und aus den Regressionen in frühere Leben zu lernen. Wir können sehr viel über das menschliche Bewusstsein und paranormale Dimensionen erfahren. Was wir nicht erfahren können, ist, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht. Durch meine Forschungsarbeiten mit Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten, habe ich auch erkannt, dass die Gefühlsebenen von großer Bedeutung sind. Viele haben nach einem Nahtoderlebnis ihr Leben grundlegend geändert. Sie begannen bewusster und damit in vielen Fällen glücklicher zu leben. Indem wir diesen Menschen zuhören, können auch wir gewinnen. Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse können uns vielleicht helfen, eigene Probleme leichter zu bewältigen. Perhaps not on an intellectual level, but on a level within our heart about these issues that we sum up when we talk about a life after death. Viele Menschen, die nach einem Herzstillstand wiederbelebt wurden, berichteten, dass sie ihren Körper nach oben verlassen haben. Sie konnten auf ihren eigenen Körper herunterblicken und den Ärzten und Schwestern zusehen, wie diese versuchten, ihren Körper wieder ins Leben zurückzuholen. Sie selbst fühlten sich in Frieden. Sie erkannten einen Tunnel oder Korridor und spürten, dass sie durch diesen gehen müssten. Auf der anderen Seite konnten sie ein unglaublich schönes und brillantes Licht sehen. Viel schöner und prachtvoller als irgendetwas, was man zu Lebzeiten hätte sehen können. Sie berichteten, als sie in dieses Licht hineingingen, verspürten sie einen unendlichen Frieden und ein sich erfüllendes Gefühl der Liebe und der Freude. Sie berichteten auch von einem sogenannten Erinnerungspanorama. Das heißt, alle Handlungen und Details ihres Lebens erschienen um sie herum
wie auf einer riesigen Leinwand. Sie mussten alles quasi im Schnelldurchlauf nochmals erleben. Alles mussten sie emotional nachempfinden. Sie verspürten angenehme, gute Gefühle, wenn sie gerade nacherlebten, wie sie anderen Menschen zu Lebzeiten Gutes getan hatten. Und sie verspürten Schmerz und Trauer, wenn sie unerfreuliche Ereignisse durchlebten, in denen sie gehässig oder unfreundlich anderen Menschen gegenüber waren. Sie mussten den emotionalen Schmerz der Menschen, denen sie dies angetan hatten, nachempfinden. Immer wenn diese Patienten aus einer solchen Erfahrung in ihr jetziges Leben zurückgeholt werden konnten, hat sich ihr Leben und ihre Verhaltensweisen grundlegend geändert. Ihr Wertesystem ist dahingehend verändert, dass sie von nun an davon überzeugt sind, dass Lieben zu lernen den wichtigsten menschlichen Wert darstellt. Die meisten von ihnen haben danach keine Angst mehr vor dem Sterben, weil sie die gemachten Erfahrungen als einen Übergang in eine andere Dimension, einer anderen Wirklichkeit empfunden haben. To the point where afterward they think that the primary human value is to learn to love. Nach dem heutigen Stand der Überlegungen halten es viele Parapsychologen für wahrscheinlich, dass etwas überlebt. Nicht unbedingt für lange Zeit und nicht unbedingt die ganze Individualität, aber vielleicht bleiben einige geistige Fragmente irgendwo eine begrenzte Zeitspanne erhalten. Manchmal scheint es, als wenn Teile des menschlichen Geistes, seines Willens und seiner Seele noch eine gewisse Zeit lang weiter bestehen können. Ebenso gibt es die Theorie der Wiedergeburt des menschlichen Geistes in einem neuen Körper. Die Idee von der Reinkarnation und dem Karma findet man vor allem in den östlichen Religionen. Die Lehre von der Wiedergeburt ist zentraler Bestandteil des Hinduismus und Buddhismus. Das Karma des Menschen, also das Resultat seiner Handlungsweisen zu Lebzeiten, entscheidet demnach über Strafe und Belohnung in seiner nächsten Lebensform. Nach buddhistischer Anschauung ist die Seele an einen ewigen Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt gefesselt. Certainly not trying to be evasive, but I want to be completely honest. And I think long ago in my life, when I was a very young child, I realized that I am never going to have all the answers. Als ich noch ein Kind war, erkannte ich bereits, dass ich niemals die Antworten auf alle Fragen bekommen würde. Da wir viel zu wenig über Begriffe wie Seele und Wiedergeburt wissen, wäre es meiner Meinung nach unklug, darüber endgültige Aussagen zu machen. Ich kann nur bezeugen, was mir meine Patienten berichteten. Es gibt vieles in Bezug auf das menschliche Bewusstsein und auf das menschliche Wesen, das wir einfach nicht verstehen können. Ich bin von Natur aus Skeptiker und ein neugieriger Forscher. Ich spreche sehr gerne mit vielen Menschen. Ich sauge all die gemachten Erfahrungen förmlich auf, um sie nachher in meinen Arbeiten zu verwerten. Die Nahtoderfahrungen müssen noch viel genauer erforscht werden. Viele Ärzte aus den unterschiedlichsten Ländern berichten weltweit voneinander unabhängig über Nahtoderlebnisse ihrer Patienten. I think that these experiences need a lot more investigation, and we now know from physicians all over the world that these experiences are common in every part of the world. Quite often, the people at the end of this tunnel tell us that they encounter the spirits of deceased relatives and friends who seem to be there to meet them and to greet them.
Recht häufig berichten Menschen, die das Ende des Tunnels erreicht haben, dass sie von den Geistern verstorbener Verwandter oder Freunden begrüßt wurden. Patienten, die einen besonders langen Herzstillstand hatten, berichteten von flüchtigen Eindrücken, die sie in dem Bereich des transzendentalen Seins gewonnen haben. Diese Berichte stammen von Menschen aus der ganzen Welt. Sie sagen, sie hätten im Jenseits Städte aus Licht gesehen. Ich habe keine Vorstellung, was sie damit meinen könnten. All diese Patienten sagen erstaunlicherweise immer dasselbe, benutzen sogar die gleichen Worte. Sie sagen, dass die Visionen, die sie hatten, einfach nicht mit Worten ausgedrückt werden können. Trotzdem versuchen sie immer wieder, diese Erfahrung zu beschreiben, obwohl es im Grunde unmöglich ist, diese visionären Eindrücke in Worte zu fassen. It is, to use the psychological word, ineffable or indescribable, an experience that cannot easily be put into the words of ordinary language. One difficulty that I feel that people such as myself who are trained in academic philosophy have about the questions about paranormal experiences, whether they might be real or not, is that, philosophers question even whether Die paranormalen Erfahrungen bereiten den akademischen Philosophen seit jeher große Schwierigkeiten. Das Problem besteht darin, dass man nicht weiß, ob diese Erfahrungen einer Wirklichkeit entsprechen oder nicht. Da wir die Beschaffenheit des menschlichen Bewusstseins nur ansatzweise verstehen und erforschen können, bleibt es auch weiterhin ein nicht lösbares Problem, diese Vorgänge wissenschaftlich nachzuweisen. Aus diesem Grund behaupte ich immer wieder, dass sowohl die Erscheinungen Verstorbener als auch die Nahtoderfahrungen kein wissenschaftlicher Beweis für ein Leben nach dem Tod sind. Descartes hat sich bereits im 17. Jahrhundert mit der Beziehung zwischen Geist und Körper auseinandergesetzt. Trotzdem haben wir immer noch keine genaue Vorstellung, wie das Bewusstsein mit der materiellen Substanz, also dem menschlichen Körper, verbunden ist. Im Laufe der vergangenen Jahrhunderte wurden immer wieder zahlreiche Theorien diesbezüglich aufgestellt. Keine von ihnen gibt uns jedoch eine klare Antwort zu dieser Problematik. Die Natur des Bewusstseins ist und bleibt ein großes Geheimnis. Bis der Schleier dieser elementaren Geheimnisse nicht gelüftet werden kann, bleibt die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod, zweitrangig. Sowohl die Nahtoderscheinungen als auch die paranormalen Erlebnisse sind meiner Meinung nach nur Spiegelbilder der Beziehung Bewusstsein und menschlicher Körper. Diese Beziehung muss erst einmal geklärt werden. Erst danach kann die moderne Philosophie sich mit der Problematik eines Lebens nach dem Tod beschäftigen. Als akademischer Philosoph und praktizierender Psychiater möchte ich daher Folgendes behaupten. Das Bewusstsein ist ein unglaubliches und unbeschreibliches Phänomen. Bereits als junger Student der Philosophie beschäftigte mich Descartes' Unterscheidung zwischen dem Inneren und dem Äußeren. Im Laufe der Jahre wurden meine Erfahrungen mit paranormalen Phänomenen und Nahtoderlebnissen immer größer. Die Menschen, die mir von ihren Erlebnissen berichteten, hatten offensichtlich ein gesundes Urteilsvermögen. Als 22-jähriger junger Mann traf ich sehr schnell eine Entscheidung zwischen dem Inneren und dem Äußeren des Menschen. Mittlerweile hat sich das geändert. Je öfter ich mir demzufolge Gedanken über Descartes' Theorie machte, umso unglaubwürdiger erschien sie mir. Mittlerweile glaube ich, dass diese Theorie falsch ist. Ich glaube, dass das menschliche Bewusstsein noch sehr viele Geheimnisse in sich birgt.
I think in a way that distinction is bogus. I'm not as quick as I was when I was 22 years old to make a distinction between the inner and the outer. The mind is a greater mystery to me the longer I live. Tatsache ist, dass es diese Nahtoderlebnisse gibt, dass auch die Geschichten oder die Erzählungen oder die Berichte sich gleichen. Das ist also auch ganz entscheidend. Aber man muss da immer wieder sagen, dass es Menschen sind, die ja noch nicht tot waren. Das heißt also, sie wurden in das Leben wieder zurückgeholt und es gibt ja auch die Meinung, dass sie in der Todesangst sich diese Erlebnisse einfach nur projizieren, dass also das menschliche Bewusstsein so eine Art Kinovorstellung inszeniert, um den Menschen das Sterben und die Angst vor dem Sterben zu erleichtern. Ja, was geschieht nach dem Tod? Natürlich eine schwierige Frage, auf die ich auch nur so weit antworten kann, wie es sich aus meiner Arbeit bisher ergeben hat. Und da sieht es so aus, dass ein Mensch unter Umständen, wenn er sehr verhaftet ist mit seinem Dasein, sehr lange noch dabei bleibt, obwohl die Zeitdimension nach dem Tod weniger relevant ist, dass er also quasi die Folgen seines irdischen Lebens noch lange beobachtet und dass er dann in einen Zyklus eintritt, in dem er zu einer Art Sammlung seines Daseins kommt, in dem er wieder erlebt, was alles geschehen ist und aus dem heraus dann das Karma für sein nächstes Dasein gestaltet wird und er nähert sich dann wieder einem neuen Leben an. Das wäre dann schon die Frage, was geschieht vor dem Leben. Er sucht sich quasi, oder es wird für ihn ausgesucht, die Bedingungen für sein nächstes Dasein, in dem die biologischen Eltern, die soziale Umwelt und so weiter es ermöglichen, dass sein Karma für dieses nächste Leben erfüllbar wird. Ich kann nur sagen, was mir nach unterschiedlichsten und langen Studien, auch nach einer Doktorarbeit über Auferstehung der Toten am meisten eingeleuchtet hat. Das ist das Denkmodell, dass nach dem Tod wir in der Beziehung zu Gott bleiben, weil Gott die Beziehung, die er zu uns als Geschöpfen aufgenommen hat, indem wir einfach existieren, nicht mehr abbrechen lässt aus seiner Liebe heraus. Diese Beziehung zielt auf Vollendung in der Auferstehung der Toten am Ende dieser Weltzeit. Solange diese universale Auferstehung, die uns eine neue Leiblichkeit schenken wird, nicht stattgefunden hat, ruht der Mensch im Geist Gottes. Das ist eine Art Schlafzustand, so hat es Martin Luther im Anschluss an Paulusstellen definiert. Dieser Schlafzustand muss nicht absolute Bewusstlosigkeit bedeuten, sondern kann auch als eine Art Traumzustand gedacht werden, aber doch so, dass er von menschlicher Seite her nicht anzapfbar ist, sondern der Mensch ist geborgen in Gott und es kann sein, dass er in diesem überzeitlichen Zustand und im Aufwachen am Ende der Zeit, es kann nicht mehr sein, sondern es wird so sein, denke ich, eine Art Fegefeuer durchmacht. Ich meine das nicht im katholischen Sinn, sondern in einem symbolischen Sinn, nämlich eine Art Gerichtserfahrung, die ihn verwandeln und für die Aufnahme ins Reich Gottes gestalten wird. Ja, zuerst müssen wir vielleicht die Seele erwähnen. Das ist ja die reinkarniert. Da gibt es auch verschiedene Begriffe, aber zunächst verstehe ich unter Seele die Form von meinem Ich und Bewusstsein, die ich nach meinem Tode haben werde. Und die Reinkarnation sagt dann, dass diese Seele irgendwann später in einen neuen Mutterleib hineingeht, um für ein neues Erdenleben geboren zu werden. Gesprochen wird hier eher vom Geist-Ich. Die Seele, die ist so ein bisschen besetzt durch die Psyche-Terminologie, der Psychologie, der Psychotherapie und so weiter. Und dieses Geist-Ich wäre vielleicht mit einem Wort von Meister Eggehard zu definieren als ein Seelenfunke, der als Seelenfunke teilhat am göttlichen Feuer. Und das kann nur ein Symbol sein. Wenn die Reinkarnation wirklich ein Naturgesetz ist, dann ist das ja ein universelles Gesetz. Dann wird jeder wiedergeboren, ob er will oder nicht, ob er daran glaubt oder nicht. Aber
Über diesem Gesetz der Reinkarnation stünde als erstes kosmisches Gesetz das Gesetz des freien Willens. Das heißt, alles, was im Universum existiert, an organischer oder anorganischer Materie, hat einen freien Willen. Das heißt, es kann sich so verhalten, wie es möchte. Und das heißt ja auch immer wieder, aber auch das ist eine Theorie, dass jeder Mensch, der auf die Welt kommt, dies freiwillig tut. Und dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass Persönlichkeiten, also Persönlichkeitskerne oder Seelen, wie Sie auch immer dazu sagen wollen, sich der Reinkarnation verweigern. Und das funktioniert dann wohl auch. Es gibt ein Gleichnis dazu von Buddha, der gefragt wird nach einem geistig und körperlich Behinderten, der am Wegrand sitzt, was er denn in seinem vorhergehenden Leben verbrochen hätte, dass er in diesem Leben so leiden muss. Und Buddha antwortet darauf, er war in seinem letzten Leben ein gefeierter Weiser, der allen Menschen mit Rat und Hilfe zur Seite gestanden ist. Und in diesem Leben ist es seine Aufgabe, von dem zu leben, was andere für ihn tun. Also es wird in diesem Zusammenhang nicht gewertet, ob König oder Stallknecht, spielt für das Karma keinen Unterschied. Und auch die geistige Entwicklung spielt wohl keine erhebliche Rolle von einer Verkörperung zur nächsten. Ich denke, dass ein Mensch in sehr einfachen Verhältnissen eine sehr hohe geistige Reife erreichen kann und umgekehrt. Wir Menschen sind Verdrängungskünstler. Wir leben mit zwei Wahrheiten, die es eigentlich nicht geben darf. Geschichtlich kann es nur eine Wahrheit geben, nämlich die des tatsächlichen Ablaufes. Ist aber der Weg der Menschheit als normal einzustufen, wenn der fortschreitende Denkprozess seit 2000 Jahren schizophren verläuft, ohne dass dies von den meisten offenbar bemerkt wird? Auf der einen Seite haben wir die naturwissenschaftlich erwiesenen Tatsachen. Dazu völlig konträr verlaufen die religiös-mythischen Überlieferungen, die zumeist das Gegenteil von dem behaupten, was die moderne Wissenschaft herausgefunden hat. Obwohl wir mit den Widersprüchen tagtäglich konfrontiert werden, wollen wir offenbar immer nur das sehen, was wir gerne hätten. Das menschliche Bewusstsein ist bis in die aktuelle Gegenwart praktisch unerforscht. Wir wissen über das komplexe Gebilde Gehirn noch viel zu wenig, als dass wir uns ein Urteil über seine Zusammensetzung erlauben können. Die entscheidende Frage, ob die Nahtoderlebnisse klinisch Toter tatsächlich geschehen oder nur vom menschlichen Gehirn in Form von suggestiven Bildern projiziert werden, vermag niemand mit Sicherheit zu beantworten. Aufgrund der unbekannten Leistungsfähigkeit des menschlichen Unterbewusstseins ist die Dimension der Beeinflussungsmöglichkeiten durch visionäre Vorstellungen nicht abzuschätzen und schon gar nicht wissenschaftlich nachweisbar. Die Vermischung von Wunschvorstellungen, Ängsten und tatsächlich Erlebtem macht es bei dem derzeitigen Stand der Bewusstseinsforschung unmöglich, verbindliche Aussagen zu treffen. Daher sind alle Geschichten über Nahtoderlebnisse und alle Reinkarnationstheorien nur bloße Vermutungen. Bei all diesen Aussagen muss man außerordentlich vorsichtig sein. Natürlich spielen Wünsche da eine große Rolle, spielen Visionen eine Rolle, die Fantasie spielt uns manchen Streich. Aber da muss man auch mal definieren, was ist eigentlich Fantasie, woher kommt das? Woher kommt es, dass Menschen in ihrer Fantasie den Faust schreiben oder große Sinfonien schreiben? Man soll die Fantasie nicht abtun als etwas Irreales. Aber in vielen dieser Reinkarnationssitzungen werden Aussagen getroffen, die man nachvollziehen, also die man detektivisch später nachvollziehen kann. Da werden Orte genannt, da werden Namen genannt. Das ist allerdings selten, das ist zugegebenerweise so. Und weder der Therapeut noch der Patient können diese Namen vorher wissen. Das heißt also, es gab schon Reinkarnationssitzungen, wo man anschließend alte Kirchenbücher überprüft hat und dann tatsächlich in der Lage war, solche Angaben, die in Trance oder Hypnose gemacht worden sind, zu verifizieren. Das heißt also auf ihre
auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Das gibt es, das ist aber selten. And I also want to go on to say that I have now talked with many, many hundreds of people who've had such life reviews. Ich möchte sagen, dass ich ja mit so vielen Hunderten von Menschen über solche Erfahrungen gesprochen habe. And I have yet to encounter a single person who was satisfied with what they saw in that review. Und ich muss immer noch einem Menschen begegnen, der damit zufrieden gewesen ist mit dem, was in dieser Erfahrung passiert ist. In the sense that we have all done things that we regret. Denn jeder von uns hat irgendetwas irgendwann mal gemacht, was uns heute leid tut. And yet people say that even though it was very unpleasant to see these events in which they had been hurtful to others, that they benefited from this experience as a whole. Und dennoch sagen sie, obwohl sie erfahren haben, dass ihre Handlungen Auswirkungen negativer Art auf andere Menschen hatten und dass es ihnen leid tut, dass sie dennoch eine positive Erfahrung gemacht haben, eine letztendliche positive Erfahrung aus all dem. Whatever their life value had been up to that point, whether they were chasing power or fame or money or any of these other things. Und was auch immer die Lebenseinstellung, der Lebenswert aus ihrer Sicht gewesen ist, das Machtspiel, das Geldspiel, was auch immer, that what they learned from this review of their lives was that the central value of their life subsequently was love. Was sie gelernt haben, war, dass egal was sie getan haben, der letztendliche Wert ihres Lebens ist die Liebe. Wir haben es im Moment mit einer wissenschaftlichen Disziplin zu tun, die sich erst mühsam etabliert an den Hochschulen, das heißt die Bewusstseinsforschung. Das heißt also, das ist eine Synthese zwischen der modernen Naturwissenschaft und der Geisteswissenschaft. Und da müssen wir uns immer die Frage stellen, wer bin ich? Wer ist dieses Ich da? Und das Bewusstsein ist durchaus nicht in den Gehirnzellen zu lokalisieren, sondern das Bewusstsein ist außerhalb von Raum und Zeit und unser Gehirn hilft uns, mit diesem Bewusstsein in Interaktion zu treten. Es ist durchaus möglich, dass Ihre Theorie in etwa richtig ist, dass nämlich unser Bewusstsein uns diesen schönen Film, den wir da sehen, Reinkarnation, all diese Dinge, einfach nur vorführt. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Alle Schweizer feiern den Geburtstag von Wilhelm Tell, das ist ihr Freiheitsheld. Die Schweizer sagen, der Wilhelm Tell, so wollen wir auch sein, ein einig Volk von Brüdern. Diesen Wilhelm Tell hat es nie gegeben. Das heißt also, die Schweizer haben sich den projiziert. Und da viele Schweizer an Wilhelm Tell glauben, ist er irgendwann auch existent, obwohl er nie gelebt hat. Let me give you a couple of examples of this. Ich möchte einige Beispiele nennen. Dr. Ken Ring, who is here, and I have a mutual friend in the United States whose name is, believe it or not, Tom Sawyer. Und Kenneth Ring, der auch unter uns ist, und er sind gute Freunde und sie haben einen gemeinsamen Bekannten, der, glauben Sie es oder nicht, Tom Sawyer heißt. And Tom almost died as a young man when a truck, he was working under a truck and the truck collapsed on him and he was almost killed. Tom ist in seiner Jugend fast gestorben. Er lag unter einem Laster, den er repariert hat, und dieser Laster ist auf ihn kollabiert und dieses Runterdrücken auf ihn hat ihn fast getötet. And at times before in his life up to this point, Tom had been a very hostile and aggressive person. Bis zu dem Zeitpunkt dieses Unfalls war Tom ein sehr angriffslustiger und wütender Mensch. But during the time that he was believed dead, he had a near-death experience such as I described this morning. Aber er hatte in der Zeit, als er als tot oder gestorben erklärt worden ist, hatte er eine Erfahrung, wie ich sie gerade erklärt habe. And he has described to us the panoramic vision in which he saw all of the events of his life displayed panoramically around him. Und so konnte er uns erklären, wie sein Leben eben panoramisch gesehen um ihn herum aufgestellt war, sodass er alles nochmal erleben konnte.
He has described many particular events to me in this panorama, but I will focus on just one that comes to my mind. Hat mir sehr viele Einzelheiten erzählt, aber ich möchte nur auf eine einzige Einzelheit eingehen, die mir jetzt gerade einfällt. He described an event which, as I recall, took place when he was 19 years of age. Hat von einem Ereignis gesprochen, als 19 Jahre alt war. At that point, he had been driving up to an intersection, and as he approached the intersection, there was a red light, and he stopped his car very quickly. Kam an eine Kreuzung, an eine Ampel, und hat das Auto sehr abrupt gestoppt. And behind him, another man was coming in a car, and the other man had to slam on his brakes and almost ran into Tom's car. Der andere Autofahrer, der hinter ihm war, musste genauso scharf bremsen und ist fast in ihn reingefahren. And the driver behind Tom had become very enraged and had gotten out of his car and had charged around to the window of Tom's vehicle. Und dieser andere Autofahrer, der war so wütend in dem Moment, dass er aus seinem eigenen Wagen rausgesprungen ist, nach vorne gelaufen ist, an die Tür von Toms Auto. And the man had come around and yelled at Tom through the window. Hat Tom angeschrien durch das geschlossene Fenster. And so Tom, very impulsively, and was his style at that time, simply swung his fist out the window and hit the man in the jaw. Und so wie Tom halt früher gewesen ist, hat er einfach ausgeholt und dem anderen eine geknallt. That was what had happened in his life. Das ist das, was in seinem Leben so passiert ist. When he saw this in his life review, it was from quite a different perspective. Als das allerdings dann aus seinem Lebensüberblick, Einblick nochmal betrachten konnte, wurde es schon ganz anders für ihn. He viewed the scene, as I recall, from above, and he saw his vehicle from above and him sitting in the car and the other man charging out of his own vehicle. Die Perspektive, die eingenommen hatte, war von oberhalb der beiden Autos, und so konnte von oben sehen, wie der andere aus dem Wagen rausrennt und nach vorne kommt. And Tom said that from this perspective, as he saw the angry man get out of the car, he was empathically aware of what was going on with that man at that time, what troubles he was under and the life difficulties that he was having. Und in diesem Moment war ihm klar, in welcher schwierigen Situation dieser andere Autofahrer gewesen ist, was seine ganze Lebenssituation gewesen ist, die ihn just in diesen Punkt gebracht hat, wo dann dieses abrupte Abbremsen alles ihn hat ausbrechen lassen. Und er konnte mitfühlen mit diesem Mann. And then Tom said that he saw himself down below in this panorama throw his fist out the window and hit the man in the jaw. Und er konnte dann sehen, wie er im Auto sitzt und dem anderen eine knallt. But he said in this experience he felt the pain in his jaw. In dem Moment hatte er gespürt, wie er sich selber schlägt. Die Hypnoserückführungen geschehen unter Suggestion und bringen Elemente zustande, die dann in solchen Sitzungen auch von dem, der sie veranstaltet, mitgeprägt werden. Sterbeerlebnisse, Sterbebetterlebnisse oder Todesnähevisionen sind spontane Erlebnisse, in denen etwas aufbricht in einer echten Grenzsituation. Da kann sich Wahrheit in einer anderen Weise ausdrücken und anmelden als in diesen künstlichen Hypnoserückführungen. Diese Reinkarnation und das damit verbundene Karma sind so kompliziert, so differenziert, die laufen wie ein Netzwerk ab, denn viele Menschen sind ja miteinander verbunden, sie sind ineinander verkettet in ihren Seelen, in ihren Schicksalen. Und dahinter steckt zweifellos eine gigantische Intelligenz, eine Intelligenz, die wir uns mit unserem momentan linearen Denken auf dieser Welt überhaupt nicht vorstellen. Sie können jetzt diese Intelligenz Gott nennen, Sie können sie ein göttliches Universum nennen, Sie können, ich weiß nicht, welche Bezeichnung Sie dafür haben, aber ich sage mal etwas, was Sie vielleicht verblüffen wird. Diese ganze Intelligenz kann möglicherweise ja von uns selber stammen. Wir alle, Sie, ich, Ihre Kinder, Ihre Eltern, haben sich das irgendwann mal ausgedacht. Denn wenn die Reinkarnation wirklich existiert, dann hat sie keinen Anfang und dann hat sie auch überhaupt kein Ende. Das heißt also, wir waren immer da
Und in einem Zustand vor Milliarden Jahren vielleicht haben wir uns alle das ausgedacht. Und das ist für mich durchaus akzeptabel. Es gibt sogar heute Anhänger des Reinkarnationsmodells. Es gibt heutzutage Reinkarnationstherapeuten, die selbst sagen, dass diese Rückführungen unter Hypnose oder auch in leichter Trance, die gemacht werden, kein Beweis für Reinkarnation sind. Warum? Weil es sich durch viele Versuche von Wissenschaftlern herausgestellt hat, dass die Elemente, die hier herangezogen werden, meistens entdeckt werden können. Also das geht von banalem historischem Wissen oder dass man im Kino war oder was, dass man vielleicht sogar über paranormalen Weg sich im Moment dieses außergewöhnlichen Bewusstseinszustands Informationen verschafft. Es gibt also eine ganze Reihe von Erklärungsmöglichkeiten, die sagen, das ist gar kein zwingender Beweis dafür, dass ich an Reinkarnation glauben muss. Hier ist die Fantasie am Werke. Vor allen Dingen unterschätzt man die große Fähigkeit des Unterbewussten, kreativ aus solchen Bewusstseinssituationen auf den suggestiven Befehl hin, gehe zurück in ein früheres Leben, das es eigentlich in Wirklichkeit gar nicht gibt, für die Person zurückzugehen. Unter diesem suggestiven Befehl wird in Hypnose dieser Befehl ausgeführt. Es gibt dafür wissenschaftlich den Begriff der Konfabulation, da steckt schon das Fabulieren drin. Das geschieht, so ist der Begriff definiert, ohne Wissen darum, dass man eigentlich fabuliert. Hier werden Erinnerungslücken in subjektiver Wahrhaftigkeit auf suggestiven Befehl hin ausgeführt. Also unter Wissenschaftlern, unter wirklichen seriösen Wissenschaftlern kann überhaupt keine Rede davon sein, dass hier mit Reinkarnation bewiesen wäre. Den Weg des knallharten Realismus gibt es nicht, denn dafür sind wir viel zu sehr subtil ausgestattet mit einem Bewusstsein. Jeder Mensch hat, wie Sie vorhin sagten, Träume, Fantasien, jeder Mensch hat Hoffnungen und Wünsche und jeder Mensch macht sich seine Wirklichkeit selbst. Es leben in der Welt im Moment auf der Erde 6 Milliarden Menschen und jeder hat eine eigene Position zu dieser Welt, zu den wichtigen Dingen, die auf dieser Welt passieren, auch zu den unwichtigen Dingen. Das heißt, jeder schafft sich sein eigenes Universum. Und jetzt möchte ich mal etwas sagen, was vielleicht ein bisschen kompliziert sein wird, aber ich versuche es trotzdem in einfachen Worten zu sagen. Wir wissen inzwischen, und das sagen unsere Physiker, dass wir durch unser Denken, das heißt durch unsere Wunschvorstellungen, auch physikalische Wirklichkeiten verändern können. Da gibt es die berühmte Heisenbergsche Unschärferelation. Inzwischen weiß man in etwa durch Computersimulationen, dass Heisenberg recht hatte. Der sagt nämlich, die kleinsten Teilchen der Materie, die sogenannten Quarks, entstehen erst, wenn der Beobachter möchte, dass sie da sind. Das heißt, die sind vorher überhaupt nicht da. Das bedeutet, dass das Bewusstsein Materie erschafft. Und wenn das Bewusstsein Materie erschafft, schafft sich das Bewusstsein seine eigenen Realitäten. Das Bewusstsein, unser Bewusstsein, schafft sich seine Engel, sein Gott, seinen Teufel, die Schönheit dieser Welt, aber auch das Negative dieser Welt. Das menschliche Bewusstsein, unerforscht und rätselhaft, ist für mich das große Wunder dieses Universums.